Ja, hallo liebe Freunde, heute bin ich hier in einem wieder mal ganz außergewöhnlichen Auto mit euch unterwegs. Das ist das schnellste viersitzige Cabrio der Welt. Ja, ihr habt richtig gehört, das schnellste viersitzige Cabrio. Von dem Auto gibt es nur 100 Stück. Ich zeige euch jetzt mal was, schaut mal hier, was hier steht. Ice Speed Record, Car-Nummer 35 of 100. Das heißt, von dem Auto sind nur 100 Stück gebaut worden von der Firma Bentley. Es hat im Jahr 2011 ein Rennen gewesen von einem finnischen Weltmeister auf einem völlig geschlossenen Eissee. Und da ist dieses Auto, wie gesagt, vor 10 Jahren eine Geschwindigkeit von fast 340 Stundenkilometer gefahren. Ja, und da hat man sich gesagt, weil man das so toll fand und man sich dachte, da gibt es bestimmt Fans für, der interessanteste und der stärkste Bentley, den wir bauen, in dem Fall hier, viersitziges Cabriolet, machen wir 100 Stück von, und wir haben jetzt das große Glück, dass wir euch eines dieser absoluten Raketen- oder Super-Sportwagen präsentieren können. Das Tolle, ihr erkennt den Wagen schon mal an der Ausstattung, dazu sage ich, wenn wir da oben sind, nachher gleich ein bisschen mehr. Aber er hat ja einen unglaublichen Antritt, also das ist eine 12-Zylinder-Maschine hier mit 800 Newtonmeter. Aber ihr kennt das ja schon, ich fahre am Anfang immer ein bisschen langsamer, weil so ein Motörchen erstmal warm werden muss. Und man kann jedem Motor einen Genickschuss geben, wenn der kalt ist und man tritt da voll drauf. Das mache ich nicht. Aber ich spüre jetzt schon, was einen hier umgibt. Das ist ein ganz massives, ganz schweres Cabriolet. Der Wagen wiegt ungefähr 2,5 Tonnen und ist in 4 Sekunden auf 100. Also ich sage mal, zum Thema Sprit sage ich jetzt nicht so viel, weil ich schätze mal, dass der so seinen Sprit verbrauchen wird. Zu den technischen Daten des Weiteren: Das Auto hat 640 PS, wie gesagt bei 12 Zylindern. Und da kann man sagen, das ist nicht von schlechten Eltern. Also ich fahre im Moment noch schön langsam, schön gemütlich. Freue mich schon, dass die Sitzheizung schön geht. Wir haben ja heute so ziemlich den ersten Frühlingstag. Aber so wie ich da so ein bisschen drauf trete, höre ich schon, wie der loswummert. Also das ist wirklich ein absolut irres Auto. Beginnt jetzt ja hier im Moment übrigens die schönste Zeit in Bayern. Wir haben viel Neuschnee oben auf den Bergen, die Gipfel sind in weiß. Hier unten beginnen die Wiesen zu wachsen, es wird langsam grün hier. Das ist natürlich traumhaft. Wir haben es jetzt fast 18 Uhr abends. Und dann so zum dienstlichen Ausklang, sage ich mal, am Ende unseres Arbeitstages noch so viel Pferdchen aus dem Stall holen zu können und die mal zu testen, macht natürlich echt Spaß. Übrigens ein Auto, was hier voll dokumentiert ist, hat eine Geschichte. Er ist jetzt im 3. Besitz und hat original 74.000 Kilometer gelaufen, was für so eine Maschine gar nichts ist. Da ist er gerade erst eingefahren. Was ich faszinierend finde, das zeige ich euch nachher mal so ein bisschen besser, wie der hier innen designt ist. Der hat ja dieses tolle Carbon in Rot, das habe ich noch nie gesehen. Carbon kennt man ja eigentlich immer schwarz-schwarz, aber hier ist das in Rot. Das sieht echt irre aus. Es gab dieses Auto hier nur in 3 Ausführungen, von der Farbe her auch nur, in weiß, dann in blau und dann in diesem Mausgrau, nenne ich das mal. Das hat einen anderen Namen, das kann ich euch nachher genau vorlesen. Aber nur diese 3 Farben, und ich finde, mit dem Rot zusammen hat der hier die schönste Kombination. Also es gibt hier von dem Grauen vielleicht 20 oder 25 Autos, mehr nicht. Finde ich am schicksten. Und woran man diesen besonderen Bentley noch erkennt, das sind die roten 12-Speichenfelgen. Die sind also halb rot lackiert. Also das Auto sieht wirklich scharf aus. Also man hört das Dröhnen. Das ist wirklich irre. Also ein absolut Wahnsinnsfahrzeug. Macht Spaß zu fahren. Man sitzt hier sehr bequem. Und was mich ein bisschen wundert, obwohl der eine sehr direkte Lenkung hat, man sitzt gemütlich drin. Der ist nicht knallhart. Also ich kenne das auch von sehr, sehr schnellen Fahrzeugen, dass sie dann knallhart gefedert sind. Das ist er nicht. Man kann hier gut drin sitzen, weich. Man hat in den Sitzen eine sehr gute Seitenführung. Das empfinde ich als sehr angenehm. Auto fährt sich gut und ich glaube auch auf längeren Strecken gut. Weil die meisten Autos, die so eine Power haben wie er hier, das sind zweisitzige Cabrios. Und das hier ist eben ein Viersitzer. Und da hat er seinen Weltmeistertitel errungen. Es ist das schnellste viersitzige Cabrio, was es gibt bis heute. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Video mit einem ganz besonderen Sportler. Das ist ein Bentley ISR, Ice Speed Record. Er ist Weltmeister von dem Auto. Vor 10 Jahren hat nur einer den Weltrekord geschaffen.
aber man hat dann 100 aufgelegt, weil das einfach so irre war. Das Auto war fast 340 Stundenkilometer schnell. Wir haben diesen Wagen gerade bekommen, ist ja relativ neu, der ist im Baujahr 2012 entstanden. Es gibt nur 100 Fahrzeuge davon und der Wagen hat eine absolut irre Farbe. Er ist in diesem Mausgrau, das ist ein ganz edles Metallic. Zu erkennen ist das Auto übrigens an diesen Lufthutzen hier vorne, ganz sportiv gemacht in der Haube. Dann hat er noch diese tollen 12 Speichenfelgen und dieses schöne rote Interieur innen drin. Daran könnt ihr einen solchen ISR erkennen. Also ich persönlich finde, dass das wirklich ein schöner Bentley ist. Es ist wirklich ein gelungenes Auto. Da gibt es ja heute eine neuere Serie, vorne alles noch breiter ist, breitere Schnauze und so. Gefällt mir ganz persönlich nicht so. Ich finde das Design dieser Bentley-Serie schöner. Wie gesagt, der ist jetzt ungefähr 9 Jahre alt. Das hat man geändert. Aber das Auto hier hat einen Power. Wie gesagt, schnellstes viersitziges Cabrio der Welt, ist bis heute von niemandem getoppt worden und es gibt nur 100 davon und dann in dieser, wie ich meine, schönsten Farbkonfiguration. Weiß ist nicht jedermanns Sache, das sieht ein bisschen grell aus und das andere ist, glaube ich, bläulich. Okay, das mag auch gut aussehen. Grau-Rot ist am besten und warum, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Schaut mal bitte hier rein. Ja, das ist dann eine naja, also Pauls Fototasche, die muss aber mit. Jetzt schaut euch doch das mal an, wie edel das gemacht ist. Also einmal hier vorne Supersports, alles in Carbon, rot-schwarz Carbon. Die Sitze, super geformte Sitze, sitzt man klasse drin. Also sieht zwar sehr, sehr sportlich aus, die sind aber relativ weich und haben eine super Führung. Dann haben wir hier vorne alles aus Carbon, das gesamte Auto. Und in der Mitte, das heißt das gesamte Armaturenbrett, in der Mitte oben ist die Breitling-Uhr. Ist auch was ganz, ganz Besonderes. Wie gesagt, der Wagen hat eine super Luxusausstattung, die andere Bentleys nicht haben. Da hat man sehr viel Geld für gezahlt. Und ich wiederhole mich da jetzt nochmal, was das Außergewöhnliche ist. Es gibt nur 100 Stück davon, die so konfiguriert sind, die 12-Zylinder-Maschine haben mit 640 PS, 800 Newtonmeter. Und was das auf der Straße bedeutet, das zeigen wir euch gleich mal. Jetzt ist der Motor ein bisschen warm geworden. Ich gebe gleich mal richtig Gas. Also wie ich finde, ein wunderschöner Bentley. Er sieht nicht protzig aus. Ich finde, er sieht edel aus, gerade durch diese Farbe. Und das bisschen Rot verträgt er gut. Das ist ja gerne mal ein Altherrenfahrzeug. Das ist der hier hundertprozentig nicht. Also das ist ein Auto, das habe ich eben schon gemerkt, bei der leisesten Gaspedalberührung kommt da sofort was. Er hat ein unglaubliches Drehmoment und man kann ihn entspannt fahren. Man muss da nicht immer sofort drauf treten, damit sich was tut. Der schiebt gleich nach vorne und ich finde, der sieht irre aus. Also ich mache, wenn ihr euch das mal anguckt hier, den schwarzen Kühler hier vorne, die Kühlerrippen, finde ich so viel edler und viel dezenter als heute. Hat er ja so eine riesige Schnauze und das alles aus Metall. Gerade hier, weil der nicht silber ist, sondern so leicht eloxiert, sieht super aus. Finde ich wunderschön, hier auch mit den schwarzen Einfassungen, hier vorne auch in dunkel. Dann dieses ganz edle, feine Anthrazit-Metallic. Ich kann euch nicht genau sagen, wie die Farbe heißt. Nennen wir es mal grau, grau-metallic, aber es sieht einfach toll aus. Also unterstreicht die schöne Form des Autos. Er sieht gediegen aus, er sieht edel aus und er ist selten. Und es ist ein Auto, wenn man sich das mal anschaut, also ich weiß gar nicht, wenn man sich einen Mercedes heute kauft, der hat innen weniger Platz. Also hier ist wirklich mehr Platz. Also jetzt ist mein Sitz ganz hinten. Ich könnte ihn aber noch so weit nach vorne machen. Da können wirklich Erwachsene hinten drin sitzen. Das ist wirklich ein vollwertiges, viersitziges Cabrio. Und das gibt es sonst so am Markt eben nicht. Und schon gar nicht mit der Kraft hier. Weltweit der schnellste, Rekord hält er bis heute. Oder kommen Mopeds hinter uns? Weiß ich nicht so ganz richtig, ob die wissen, wen die gerade vor sich haben. Ho, ho, ho. So, dreh dich mal um. Ja, nix ist. Hier, dreh dich mal um. Ja. Ja, also Motorräder, das Ding ist schneller als ein Motorrad. Das haben wir eben getestet. Die sind plötzlich ganz klein. Die sahen gerade wie zwei Fliegen im Rückspiegel aus. Ja, jetzt sind sie wieder da. Aber das war wohl nichts eben, ne? Eine Fehlschaltung. Hast du das gesehen? Hast du das gefilmt? Wie klein die geworden sind, die Herren. Mein Gott. Heute Abend beginnt mit Frust, aber nicht für uns.
Naja, sowas macht doch Spaß. Da kommt da das Kind im Mann raus, vor allem wenn man hier 12 Zylinder mal kitzeln kann. Ja, in die falsche Richtung, ja, besser da abbiegen. Meine Güte, du, jetzt aber richtig. Naja, also wie gesagt, Auto macht einen Riesenspaß, hat also auch jederzeit genügend Kraft zur Verfügung, kann ich euch sagen. Und vor allen Dingen diese Kraft, die kommt schlagartig und sofort. Und der Witz an der Geschichte, völlig unaufgeregt. Man tritt da drauf und es geht nur nach vorne. Also da ist nichts mit Schalten und erstmal Drehzahl abwarten, das geht gleich nach vorne. Unglaublich. Mein Gott, du. Aber wirklich, also das Auto überzeugt mich. Also wenn jemand ordentlich Leistungsreserven haben möchte und das völlig souveräne, sichere Gefühl, man ist fast immer der Schnellere, den Wagen kaufen. Das Auto garantiert das. Also das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja ein absoluter Hammer. Und er hat einen tollen, beruhigenden Sound übrigens, ganz tief. Das haben die toll hingekriegt, die Konstrukteure. Das schreit nicht so rum, das Auto, das brummert ganz tief und man fühlt sich wohl. Also ich glaube, das ist einer meiner schnellsten Autos, die ich bisher gefahren bin. Boah, macht Spaß. Das macht Spaß und das Wetter spielt wieder mit. Tolles Teil. Tolles Teil. Das Tolle ist, dass der völlig unaufgeregt fährt und man hat eine wahnsinnige Leistung. Man muss ja, wenn es um die Geschwindigkeitsbegrenzung geht, immer gut auf den Tacho gucken. Sonst kann man sich da ganz bös vertun. Da fährst du nämlich plötzlich 200 und merkst das gar nicht. Aber der hat ja einen Antritt hier, also wie ein Elefant. Wie ein Elefant. Aber interessant ist ja, dass seine Vorgänger in den End-20ern, Anfang 30ern ja genau damit berühmt wurden. Die haben ja auch die 6,5 oder die Blower oder die 8 Liter Bentleys, die sind ja abgegangen damals. Also die haben so ziemlich alles platt gemacht zu der Zeit, was gefahren ist, bis sie dann irgendwann zu schwer geworden sind so ein bisschen. Aber die haben auch einen Drehmoment gehabt und das haben die beibehalten. Also das, was diese Marke mal groß gemacht hat, diesen Wumms, das hat der hier auch. Also ich finde ja, das ist wieder so ein echtes Cargold-Auto. Das ist einfach eine Rarität. Ihr wisst ja, wir suchen immer Raritäten. Und Raritäten sind entweder, weil sie besonders klasse im Erhaltungszustand sind, weil sie selten sind oder weil sie ganz selten produziert wurden. Und das ist einfach eine Rarität. Es gibt 100 Stück davon, total wenig. Das ist ein Auto, was alles kann, was nach neuesten Maßstäben auch modern ist und trotzdem ein Klassiker. Das ist eine klassisch schöne Linie und das ist ein Auto für uns. Also ich sag mal, das ist Cargold, ist ein richtig toller Wagen und muss natürlich auch Spaß machen. Also wenn man dieses Wummern hört, man muss ja wirklich vorsichtig sein, weil der kriegt in Bruchteilen von Sekunden Geschwindigkeit. Nun kenne ich die Straßen zum Glück hier, aber wenn man sich da mal vertut, dann gibt es eine Schneise hier quer durch den Wald und das soll vermieden werden. Man muss sehr vorsichtig sein mit dem Auto, hat eine irre Kraft. Aber macht wirklich Spaß und man kann sich auch vorstellen, mit dem Auto ganz gemütlich zu fahren. Man sitzt total bequem, man hat dieses englische Understatement hier in dem Wagen. Also man fühlt sich geborgen und wenn man da ein bisschen am Gas tippt, dann schiebt der gleich an und völlig unaufgeregt, völlig entspannt. Und das macht eigentlich den Charakter dieses Bentley aus. Übrigens zum Thema Bentley. Wir bekommen in den nächsten Tagen mehrere Bentleys, ganz tolle Autos, seine Großväter und Urgroßväter. Da ist auch ein Rennbentley, oder wenn ich das richtig weiß, sogar 2 dabei. Ein 6,5 Liter und ein 4,5 Liter, die werden wir dann auch für euch fahren. Da seht ihr mal, wie sein Urgroßvater vor ungefähr 70 Jahren gefahren ist. Also wird spannend, oder vor 80 Jahren sogar. Wird ganz, ganz spannend, wenn wir auch zeigen, dass er wieder so richtig vorkriegt. Ja, freue ich mich schon drauf. Also jetzt sind wir erst noch bei dem Auto, geht jetzt Richtung Heimat. War eine total schöne Probefahrt. Das hat mir ja wirklich Spaß gemacht. Ich würde sagen, echt zugreifen. Also wer einen tollen Wagen haben möchte, der Freude haben will, der damit immer mal einigermaßen dezent unterwegs sein möchte und eine gute Geldanlage. Ich glaube, das Auto ist eine wirkliche Geldanlage, weil das Auto hat einen eigenen Namen, ist ein ISR. Hier ist die Plakette. Es gibt nur 100, mehr sind nicht gebaut worden. Da werden auch keine mehr gebaut, weil die Zeit ist einfach vorbei. Und der Wagen hält bis heute den Weltrekord. Ja, ein toller Wagen, ein faszinierendes Auto. Ich werde jetzt gleich, wenn wir anhalten, euch nochmal zeigen, wie das unter der Haube aussieht. Das ist ja ein 12-Zylinder-Motor, der da so seinen Dienst tut mit 640 oder fast 650 PS. Und dieses Auto hier in 4 Sekunden
Man darf ja nicht vergessen, der wiegt nicht 1300 Kilo, der wiegt 2500 Kilo. Also mit ein paar Leuten drin und Sprit, der wiegt der Wagen ja bald 3 Tonnen und schafft es in 4 Sekunden auf 100. Also das finde ich schon eine Ansage. Toller Wagen und er ist auch gepflegt hier. Ist alles tipptopp in Schuss bei dem Auto, ist ein sauberes Auto, ist nicht drin geraucht worden, das merkt man, ist immer gepflegt worden. Also wirklich echt meine Empfehlung. Schöner Wagen. Also war wieder eine tolle Probefahrt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wieder mal in einem ganz anderen Auto meine Beifahrer zu sein. In einem Bentley 12-Zylinder aus dem Baujahr 2012. Also, auf P die Automatik, hier vielleicht noch ein bisschen was erklärt. Das ist die Heizung, das Merkhaus ist relativ warm, das drehe ich mal jetzt ein bisschen runter. Das ist da draußen mittlerweile auch schon 16 Grad. Hier ist die Lüftung, hier vorne Air Condition hat er natürlich hier groß, vorne ist das Navi. Hier ist die Breitling-Uhr. Breitling und Bentley sind ja Partner. Eine Breitling-Uhr, jeder weiß, was die kostet. Die ist echt, die hier drin ist. Hat auch nur so dieses Auto in Rot. Dann ist die Lüftung oben, Mitte, unten. Das kennt man ja heute auch von allen Autos. Ja, was ist das hier? Sitzheizung hat er natürlich auch hoch und runter modelliert. Ich merke, dass der warm ist. Das hat er hier vorne, Computer, Menü. Also ich sag mal, das Auto ist eigentlich auf dem neuesten Stand. Hat natürlich auch die Pedals hier zum noch sportlicher fahren. Aber ich glaube, das braucht man wirklich gar nicht. Was ich sehr schick finde, ist, dass das Lenkrad rot abgesetzt ist hier vorne mit Stick, mit Naht. Finde ich sehr, sehr edel. Und das rote Carbon, das habe ich noch nie bei einem anderen Auto gesehen. Das sieht edel aus. Ganz, ganz fein. Auch hier in Rot, hier sind die 4 elektrischen Fensterheber. Hier Schließanlage zumachen in Silber. Also es ist sehr edel und sehr dezent und sehr fein alles konfiguriert. Das Auto gefällt mir. Es ist halt eben kein Altherrenauto. Das kann man beim Bentley manchmal so ein bisschen denken, sondern das ist ein richtiges Sportgerät hier. Und das ist der Grund, weshalb mir der Wagen auch so richtig gefällt. Ja, dann mache ich einfach mal aus. Und dann ziehen wir mal hier unten. Guck mal, dieses riesige Ding, was sie hier haben. Auch hier unten alles top gemacht. Jetzt ziehe ich mal und die Haube vorne ist auf. Kleiner Hinweis, Bentley-Logo kommt hoch. Ich hebe das hoch. Und dann machen wir den hier. Nein, machen wir nicht. Wir ziehen den, keine Ahnung. Siehst du, jetzt ist jemand, der keine Ahnung hat. So geht's hoch. Aha. So. Ja, und hier ist alles voller Motor, ist ja klar. Das habt ihr eben gemerkt, wozu der in der Lage ist, wie viel Kraft er hat. Da ist alles noch schön neuwertig. Das ist eine Bentley 12-Zylinder Maschine. Supersports, das ist eben dieses Auto hier. Supersports. Da vorne ist der Öleinlass. Hier vorne geht's rein. Extra deutlich geschrieben. Ja, eine Wahnsinnsmaschine und Auto wirklich in einem tollen Zustand. Da er nicht viel Steinschlag hat, glaube ich, ist er nicht viel Autobahn gefahren. Hat eine 6-Liter-Maschine mit 12 Zylindern. Also das ist schon wirklich, das ist ein Argument. Toller Wagen, hat mich wirklich überzeugt und auch begeistert. In dem Sinne verabschiede ich mich bis zu unserer nächsten gemeinsamen Probefahrt. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Euer Stefan Lufschitz. Tschüss.